Man hört jetzt schon länger etwas von einem Elektro-SUV namens Polestar 3. Im Oktober 2022 feiert es aber endlich seine Premiere. Alles, was man über das neue Elektroauto von Polestar vorab wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Mit einem neuen Teaserbild schürt die Volvo-Tochter weitere Vorfreude auf das erste Elektro-SUV der Marke, den Polestar 3, der im Oktober 2022 seine Premiere feiern soll. Dieser wird neuesten Informationen zufolge in den USA und in China gebaut und ist Teil eines ehrgeizigen Wachstumsplans. So möchte Polestar bis 2024 jedes Jahr ein neues Fahrzeug auf den Markt bringen und bis Ende 2023 auf mindestens 30 Märkten weltweit verkaufen. Das lässt darauf schließen, dass der Polestar 3 auch nach Europa kommen dürfte, um zur geplanten Verzehnfachung des weltweiten Absatzes der Marke von rund 29.000 Fahrzeugen im Jahr 2021 auf 290.000 Fahrzeuge im Jahr 2025 beizutragen. Sehr viel Wert legten die Entwickler auf Aerodynamik. Der Polestar 2 mit einem CW-Wert von 0,28 lässt hier noch Luft nach oben. Entsprechend zeigt das erste Foto des zweiten reinen E-Modells der Marke ein SUV-Coupé mit tief gezogener Front und einem flach auslaufenden Stummelheck. Auch die Ähnlichkeit zum Polestar 2 ist nicht zu verkennen. Am deutlichsten erkennt man die Verwandtschaft an den Frontscheinwerfern im kantigen Thors-Hammer-Design. Auch hinten zieht sich das bekannte Leuchtendesign geradlinig als durchgehendes Band über den Kofferraumdeckel. Die Frontpartie wirkt aufgeräumt, während am Heck eine sportlich abfallende Dachlinie zu erkennen ist. Markant sind auch die aerodynamisch geformten Lufteinlässe, die auf die Motorhaube aufgesetzt wurden. An der Seite entlang erkennen wir noch eingelassene Türgriffe. Es gibt auch einige kräftige Falten im unteren Bereich, die das Auto muskulöser aussehen lassen. Die Speichen der Leichtmetallfelgen fallen etwas breiter aus, um die Aerodynamik zu verbessern. Der Polestar 3 wird mit rund 4,80 Meter Länge etwas kürzer als sein Volvo-Pendant XC90. Das Kofferraumvolumen wird schätzungsweise maximal 1800 Liter ermöglichen. Schweigt sich Polestar selbst zu den technischen Daten oder der vielgefragten Anhängelast des Neulings noch aus, ist immerhin klar, der Polestar 3 wird auf dem skalierbaren Volvo-Baukasten SPA2 aufbauen, der dem Polestar 3 mehr als 100 Kilowattstunden Batteriekapazität beschert. Damit sind Reichweiten von bis zu 600 Kilometern möglich. Angetrieben wird er von 2 E-Motoren je Achse einer. Ausgestattet mit dem LiDAR-Sensor von Luminar und einem Zentralrechner von Nvidia soll das Elektro-SUV autonomes Fahren Level 4 auf der Autobahn beherrschen. Darüber hinaus bietet es Polestar zufolge unter anderem eine 360-Grad-Umfelderkennung sowie ein Fahrerüberwachungssystem. Wie von bisherigen Polestar-Modellen gewohnt, dürfte der Innenraum hochwertig und luxuriös ausfallen. Vom XC90 grenzt er sich mit maximal 5 Sitzplätzen ab. Außerdem verspricht der Hersteller mit dem Infotainment-System Android Automotive OS von Google branchenführende Konnektivitätsfunktionen. Da bleibt nur noch die Preisfrage. Der Polestar 2 kostet hierzulande ab 45.000 €, beim Polestar 3 könnte es mit 70.000 $ in den USA losgehen. Ob und zu welchem Preis die Marke den in den USA gebauten Polestar 3 in Deutschland anbieten wird, ist noch unklar. Aber auf den Premium-Markt in Europa wird Polestar vielleicht nicht verzichten wollen. Der CO2-günstigen Vorortproduktion liefe das allerdings genauso zuwider wie der Vertrieb des in China produzierten Polestar 2. Angesichts der möglichen Leistung und Größe wird man dann eher mit 80.000 € als Preis für einen Polestar 3 rechnen müssen, womit die Lücke zum bis rund 60.000 € teuren Polestar 2 schon recht groß wäre. Auf den Markt kommt der Polestar 3 dann im Oktober, in diesem Monat ist das Modell dann auch bestellbar. Was haltet ihr vom neuen Polestar 3? Was denkt ihr, wird er kosten? Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinen Instagram-Kanal vorbeizuschauen, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.